Fantasy Car Collection heißt das Spiel, und das spiele ich heute mit jemandem ganz Besonderen, nämlich Jörn Ganner, unserem CTO bei Brabus. Heute ist es soweit, er ist da und er kommt auch nicht weg, deshalb hier die Regeln. Wir spielen Fantasy Car Collection, das heißt, du hast 10 Plätze in deiner Garage, du hast zweitens unlimitiertes Budget. Das hilft. Und du kannst drittens dir danach nie wieder ein Auto kaufen. Ja, welche Autos wählst du? okay. Und gerne mit Farbe innen und außen. Los geht's. Nummer 1. Ein Brabus G900 Deep Blue. Ja, es könnte vorkommen, dass heute die Brabus-Präsenz Ja, überdurchschnittlich das muss man wirklich sagen. Jetzt wird natürlich jeder sagen, ja mein Gott, ja, da hat er schön und wieder einen rausgehauen. Es gibt 2 Autos aktuell und ich glaube, gerade beim G ist es so, das ist auch für mich ein relativ zeitloses Thema. Eines meiner All-Time-Favorite Designs auf Basis G-Klasse. Und ich glaube, das wird auch nie alt. Also das wird 904, klassisch dunkelblau Uni. In Kombination mit, also so auch wird es genau, 100% mit dem blauen Interieur. Graues Interieur in Kombination mit Shadow Chrome Lasur Trimteilen. Monstergeiles Auto. Ja, und das würde ich nehmen und da würde ich auch jeden Tag mit rumfahren. Ja, das stimmt. Nummer 2, auch wenn Sie jetzt wieder sagen, aber finde ich auch, weil das ist einfach für mich ein ideales Gefährt, wenn du mal sagst, ich mache mal eine schöne Tour über die Pässe. Ich fahre hier mal vom Ruhrgebiet über Genf, über die französischen Seealpen. Ja? Ich glaube, ich weiß was. Eine Pizza Hawaii, ne, Dennis? Wie immer. Okay. Fürs Team. Brabus Rocket Air. Also Vicky, finde ich, also habe ich zum Beispiel auf dem Bildschirmschoner im Moment noch am Handy auch immer drauf. Also ich bin in das Auto sowieso noch von verliebt und ich glaube auch, das ist eine Liebe, die nicht so gehen wird. Welche Farbe würdest du denn? Grand Prix Weiß. Porsche Grand Prix Weiß. Ganz einfach weiß, Interieur schwarz, mit schwarzem Shadow Chrome, schwarz-schwarz, aber außen weiß. Interieur schwarz-schwarz, außen weiß. Ja. Postet doch bitte mal in die Kommentare, welche Farbkombination im Rocket R ihr gerne von uns mal sehen würdet. Nummer 3. Jetzt hört die Brabus-Welt aus. Ein Traum von mir wäre es immer mal, Rallyes zu fahren. Also überhaupt Motorsport mehr aktiv zu machen. Und ich finde das Thema überhaupt Rallye-Motorsport, das ist eine riesen Herausforderung. Die fahrerischen Skills sind groß. Hammer. Und deshalb würde ich mir gerne in meine Fantasiegarage einen, jetzt festhalten, Skoda Fabia RS Rallye 2 reinstellen. Das ist ein Wettbewerbsfahrzeug, das kannst du bei Skoda Motorsport so kaufen. Das ist komplett einsatzfähiges Rallye nach Rallye 2 Reglement. Rallye 1 sind diese Hybrid-Super-Werksrennautos, wo ja eigentlich dieser Spitzenmotorsport in der Weltmeisterschaft gemacht wird. Und darunter gibt es eben eine Reglementstufe tiefer. Das sind 300 PS starke 4-Zylinder-Turbo mit Allrad, breite Autos, richtig ernstzunehmende Rallye-Fahrzeuge. Ja. Probieren würde ich das gerne. Aber bis jetzt ist das, was Jörn hier macht, leider am Ende immer leider geil. Nummer 4, auch historisch Motorsport. Ich finde, eins der ikonischen und tollsten Rennauto mit toller Historie jetzt auch. Gestern lief es noch groß im Fernsehen, im Film, ein Ford GT40. Ja. Aber dann auch so ein Mark II mit dem 7-Liter-Motor, 427 Cubic Inch, also genau das dicke Hanfgerät. Das ja, doch, ist so. Also es ist witzig, weil das sieht doch anders als meine Autoauswahl aus, weil du natürlich, und ich weiß nicht, wie viele von euch das wissen, weil Jörn natürlich sehr, sehr rennsportlastig unterwegs ist. Wer hier Vollzeit bei Brabus anschafft im Team, um das hinzukriegen, was wir so hinkriegen im Moment, dann noch am Wochenende als Renningenieur arbeitet, der muss einen richtigen Autoklatsch haben. Mit anderen Worten, der da. Ich bin ja eigentlich nicht der sagt, ein historisches Auto würde ich auf der Straße fahren. Nochmal, da reden wir ja auch von mehreren Millionen, was heute so ein Originalauto kostet. Aber wenn man spinnen darf, sage ich, finde ich eins optisch auch Sound ikonischsten Autos überhaupt in der ganzen Fahrzeughistorie. Ihr seht schon, ein Budget fängt langsam an richtig abzufliegen, aber ich bin sicher, er hat noch einiges auf Lager. Wir reden über Nummer 5. Ferrari 812 Competition Aperta. Wenn du so einen Award verteilen müsstest, the most sexy car of the decade. Ja, da bist du ja ganz weit vorne mit dem Auto. Ist auf jeden Fall der 812 Competizione. Und für mich ehrlich gesagt, egal ob jetzt Cabrio, Aperta oder Coupé, das ist ein so geiles Auto.
unglaublich sexy. Gibt es einen Grauton, den Namen kann ich nicht genau wiedergeben. Es gibt es Grigio Scuro. Ich glaube, das ist genau das Grauton mit einem braunen Interieur. Und dann hast du was, wo du jetzt offen mal, wie sagt man so schön, Teilteil um die Kirche fahren kannst. Nummer 6 würde ich in der Tat auch eher in ein Rennfahrzeug, kannst du aber auch auf der Straße mitfahren. Finde ich auch eine absolute Design-Ikone von Buzzi Porsche damals, neben dem 901 Porsche designt, den Porsche 904. Von 60er Jahre, 64 sind die, glaube ich, gebaut worden, ging es los, 64. Ikonisches Auto und auch sehr traditionell in Silber. Würde ich so ein Auto nehmen. Was fasziniert dich an Porsche? Die Historie der Marke, die motorsportlichen Aktivitäten der Marke und immer auch, dass diese Marke es geschafft hat, ich sag mal, neben der technischen Kompetenz und der Performance, die sie immer geliefert haben, die sie auch permanent, wie gesagt, im motorsportlich bewiesen haben, auch immer, ich sag noch, nahbar zu sein bei allen. Farbe? Silber. Die hatten ja immer so eine sehr spärliche Innenausstattung, also die waren meistens so schwarz, wirklich ganz rudimentär ausgestattet. Die 7, ein Maserati 450S. Ich finde die ganzen Rennsportwagen der 50er Jahre, gerade Ende der 50er Jahre, mit den großen Marken, finde ich überragend. Ich glaube, es gibt kleiner 10 Autos davon, also da kommst du selbst mit viel Geld gar nicht dran. Ist für mich aber so die Ikone der Rennsportfahrzeuge der 50er, Ende der 50er Jahre. Wunderschönes Auto, 8-Zylinder-Motor, diese typische fließenden Formen, sensationell. Und wenn du sagst Unlimited Budget, finde ich, gehört sowas da rein. Nummer 8. Ich habe ja gesagt, wenn, muss man ja auch sowas nutzen. Also ein Rallye-Auto, Rallye fahren, ein historisches Rennfahrzeug bei tollen Veranstaltungen nutzen. Da musst du auch mal hin und dann bist du ja auch mal ein bisschen geschwitzt, wenn du mit so einem Auto gefahren bist. Also und willst mal ein bisschen fahren. Mercedes-Benz V300D Marco Polo. Praktisch? Ja, praktisch, sehr praktisch. Auch als Familienkutsche nutzbar, ne? Kannst du überall hin, finde ich. Auch ein ganz cooles Auto. Fährt auch gut, kannst auch mal ein bisschen schneller mitfahren, weil 200 geht soweit auch immer jeden Tag. Also schönes Auto, finde ich. Innen, außen? Schwarz würde ich ihn von außen nehmen und innen gibt es die Marco Polo. Zwei Autos, stelle ich die Frage. Die Marco Polos sind, glaube ich, immer von innen braun. Ne? Die gibt es gar nicht anders. Die gibt es in grau oder in braun. Ja. Könnte sein, dass er gerne eine Firma kennt, die eigentlich fast jede Farbe realisieren kann. Genau, stimmt. Wir haben ja Unlimited Budget, dann können wir ihn auch umtapezieren. Ja, dann würde ich ihn, glaube ich, von innen machen grau. Jan kauft einen Marco Polo, schmeißt schwarzes Interieur raus. Und macht grau da rein. Aber so wie die Schiffe, wie wir zum Beispiel die Kabinen in den Schiffen machen. Ja. Also sind wir jetzt bei Platz 8 haben wir, 9 wäre jetzt der nächste. 9, ein Lamborghini Huracan Technica. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber das hätte ich jetzt vom Jörn nicht erwartet. Finde ich schon ein cooles Auto. Ja, finde ich das ein sehr ist so die geheime Auto. Persönlichkeit von Jörn Gander. Die kommt dann so Samstagmittag um 16 Uhr kommt die dann zum Vorschein. Und Montagmorgen ist alles wieder gut. Da gibt es ja auch diese STOs. Ja. Die sind mir schon wieder ein bisschen viel, mit viel Flügel und Airscopes und all was die haben. Der Techniker finde ich sehr schön. Den würde ich in einem frechen Mausgrau nehmen. Lass mich raten. Interieur schwarz. Alcantara. Den will ich aber, glaube ich, zum Beispiel Alcantara machen. Alcantara. Oder Dynamica, was auch immer dann verfügbar ist. Letzter Slot würde ich ein Auto haben, wo ich so emotional eine sehr gute Beziehung zu habe. Ist jetzt auch wieder, sorry, ist ein bisschen langweilig, aber ist auch wieder Rennsport und ist Porsche. Porsche hat ja immer üblicherweise die RSR-Modelle gehabt, also die Rennsportmodelle, wirkliche, die dann in Le Mans in der GT-Klasse gefahren ist. Und da gibt es ein Auto, wo für mich der Ursprung war, ist auch nicht das älteste Modell sozusagen der RSR-Familie, sondern die auf Basis 991 hinterher gebauten Mittelmotorautos. Die wurden ja von Porsche für den Rennsport auf Mittelmotor umgebaut. Diese sogenannten GTE-Autos. Und da gab es 2017, die ab 2017er Modellen für den Kundensport. Diese Fahrzeuge sehen nach Rennsport aus und haben einen Klang zum Niederknien. Wer so ein Fahrzeug mal beim Anbremsen in Monza vor der ersten Schikane erlebt hat, hat keine Vorstellung, was sich besser anhören kann als sowas, weil das ist, Entschuldigung, wenn ich das so sage, pure Pornografie im Motorsound. Es ist ein super geiles Auto, ultimativ, kannst du sonst nichts mit mal machen, kannst du ja aktuell noch nicht mal historischen Motorsport mitmachen, das wird irgendwann sicherlich kommen, dafür ist das Auto zu neu, aber ist
ein Auto, was technisch und vor allem der Sound, ich komme da wirklich über den Sound und das muss man mal einspielen. Da gibt es ganze YouTube rein von 1 Stunde lang. Sounderlebnis 991 RSR, unglaublich. Haben wir alles dabei, ne? Haben wir alles dabei. Ich glaube, ihr merkt, warum man durchaus sagen kann, dass Jörn sich A auskennt und B a little bit of a car nerd ist. Definitiv eine der spannendsten Fantasy Car Collections bis jetzt. Bitte sagt uns eure Meinung. Was waren eure Favoriten? Was würdet ihr in eure Fantasy Car Collection mit aufnehmen und wen würdet ihr gerne als Gast hier zum Thema Fantasy Car Collection sehen? Lasst uns wissen, unten in den Kommentaren. Denkt bitte dran, Kanal abonnieren, falls ihr das noch nicht getan habt. So belohnt ihr unser Team. Wir stecken da jeden Tag eine Menge Arbeit rein und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Herzlichen Dank.